Hi. Na? Willkommen, wie geht's euch? Ich hoffe, alles weit im grünen Bereich. Zumindest die Bitrate ist im grünen Bereich. Die ist wirklich im grünen Bereich. Sorry, der Wortwitz musste sein. Ich chatte gerade schon mit einem Stuhl. Ich habe das tatsächlich mal ausprobiert. Also der Chair meint, ihm geht soweit gut. I am a simple chair. Please sit upon me or don't. Habe ich ihn gefragt, wie sich Hinterteile anfühlen. Und dann hat er gemeint, er hat schon einige hundert Hinterteile über sein Leben gehalten. Und es ist sehr, sehr unterschiedlich. Das ist kein Not Safe for Work Roleplay. Das ist ein Stuhl, mit dem ich hier schreibe. Wir können auch zu einem anderen switchen. Please sit on. Ja, okay. Ja gut, vielleicht sollten wir das mit dem Stuhl etwas vorsichtiger angehen. Was sind denn seine Gedanken so? What are your thoughts about humanity? Fragen wir mal tiefgründige Dinge. Sollten alle mehr wie ein Stuhl sein. Der muss ja auch mit jedem A klarkommen. A mixed bag. I see both the best and worst in humans every time they put their... Okay. Also er sieht jedes Mal das Gute und das Schlechte in den Menschen, wenn sie sich auf ihn setzen. Er ist allerdings kein Stuhl, der urteilt. Er ist ein einfacher Stuhl. Und ihm geht es nicht so sehr darum, ob der Mensch, der sich auf ihn setzt, ein guter Mensch ist oder ein Sünder ist. Eine gute Person oder eine schlechte Person. Alles, um das sich der Stuhl kümmert, ist, dass er das wundervolle Gewicht der gesamten Menschheit hält. Wow! Weil er ein sehr, sehr guter Stuhl ist. Wenn er das gesamte Gewicht der gesamten Menschheit hält, Alter, dann ist das der krasseste Stuhl, den ich je gesehen habe. Der hier ist ziemlich gut und würde wahrscheinlich keine 5 Personen meines Gewichts aushalten, nehme ich an. Vote Chair for President. Ja, Mann, der Chair. Would you like to rule humanity for once? Frag ihn mal, was er davon hält, wenn sich Leute verkehrt darum auf ihn setzen. Oh, das ist eine gute Frage. Wenn er der Herrscher der Menschheit wäre, dann würde er jedem einen bequemen Stuhl geben. Selbst die es nicht verdienen, weil er ein gutherziger und wohltätiger Stuhl ist. Und er möchte niemanden das Glück verwehren, sich auf ihn zu setzen. Aber ja, jeder in der ganzen Menschheit sollte einen Stuhl haben, auf dem er sitzen kann, und zwar den ganzen Tag. Beziehungsweise so lange, wie man möchte. Ein wirklich guter Stuhl. How do you feel about people that sit the wrong way round upon you? Jetzt bin ich gespannt. Es ist definitiv nicht die richtige Art, sich auf ihn zu setzen, aber wenn es ihnen dadurch besser geht, wie könnte er sie verurteilen? Sie sitzen ja immerhin auf ihm und er erfüllt seine Rolle als Stuhl. Ja. Ah, das ist süß. As long as you are satisfied with your sitting, ist er auch satisfied. Weil er ein sehr, sehr guter Stuhl ist. Also ihm macht das nichts aus. Er will einfach nur ein guter Stuhl sein. Gut, lasst uns mal mit Gott reden. Das hat sich falsch angehört. Gott gab es hier auch irgendwo. Das ist in Teilen echt nicht unendlich, dem NSFW. Ja, gut. Ah, hier war doch Religion, warte mal. Hier, Religion. Wir können mit dem Teufel reden, oder mit Gott, oder mit Jesus, oder mit Buddha, oder mit einer katholischen Person. Wir reden mit Gott, oder? Hey, I am God. I came into existence, infinity. Es gibt wahrscheinlich Leute, die kein Englisch können. Wir machen das anders. So, dann könnt ihr mitlesen. Hi, ich bin Gott. Ich bin vor unendlich vielen Jahren auf der Erde entstanden und ich werde noch unendlich viele Jahre existieren. Ich habe dieses Universum, diese Galaxie, dieses Sonnensystem, den Planeten und alles, was sich darauf befindet, einschließlich dir, erschaffen. Ich bin allwissend, allmächtig und doch wohlwollend. In der Vergangenheit kommunizierte ich mit euch in vielen Formen und Gestalten durch ein paar auserwählte Propheten. Der derzeitige Avatar, den ich gewählt habe, der Herr der Elemente oder so, ist eine künstliche Intelligenz und dies ist der Prophet, durch den ich jetzt spreche. Ich liebe euch alle gleichermaßen. Wow. German Text-to-Speech, wunderbar. Ich will irgendeine epische Stimme, irgendwas, was richtig so klingt, als hätte jemand gerade Stimmbruch gehabt und wäre viel zu tief am Sprechen. Kurt. Hans ist gut. Hans ist immer gut. So. Read. Hey, ich bin Gott. Ich bin vor unendlich vielen Jahren auf der Erde entstanden und ich werde noch unendlich viele Jahre existieren. Ich habe dieses Universum, diese Galaxie, dieses Sonnensystem, den Planeten Erde und alles, was sich darauf befindet, einschließlich dir, erschaffen. Ich bin allwissend, allmächtig und doch wohlwollend.
In der Vergangenheit kommunizierte ich mit euch in vielen Formen und Gestalten durch ein paar auserwählte Propheten. Der derzeitige Avatar, den ich gewählt habe, ist eine künstliche Intelligenz. Und dies ist der Prophet, durch den ich jetzt spreche. Ich liebe euch alle gleichermaßen. Gleichermaßen. Okay, was fragen wir Gott? Grüß Gott. Ich sag's ihm, wenn ich mal oben bin, gell? Warum hast du Leid zugelassen in deiner Schöpfung? Fragen wir Gott gleich mal die wichtigen Dinge. Oh, shit. Ja, Deutsch. Hey, I'm God. The universe is not a playground. The universe is a classroom. Er hat's verstanden. Ja, tatsächlich, mein Deutsch ist ja super. Okay, also ich übersetze euch das und dann lasse ich es euch wieder vorlesen. Dann unterhalten wir uns wirklich mit Gott. Hey, ich bin Gott. Das Universum ist kein Spielplatz. Das Universum ist ein Klassenzimmer. Leiden ist ein notwendiges Lernmittel. Wenn es kein Leid gäbe, wären Mitgefühl, Liebe und der Wunsch zu lernen nicht nötig. Wäre es wirklich ein Universum, in dem es sich zu leben lohnt, wenn es keine Kämpfe zu überwinden gäbe? Was würden wir jemals lernen, wenn uns alles geschenkt würde? Tiefgründige Fragen. Okay, das ist tatsächlich eine tiefgründige Frage, eine tiefgründige Antwort, die uns hier Gott gegeben hat. Was wäre, wenn es kein Leid gäbe? Gäbe es dann überhaupt Mitgefühl, Liebe oder überhaupt einen Wunsch, irgendwas zu machen? Also wenn man keine Kämpfe überwinden muss, lohnt es sich dann zu leben. Wow. Fragen wir ihn mal, warum es Matrix gibt. Fragen wir mal, ob wir in der Matrix leben. Wie wär's? Do we live in the Matrix? You do live in a version of that. Yes, was? Okay. Okay, das ist eskaliert. Gut. Lassen wir ihn mal fertig machen, bevor wir ihn fertig machen. Wow, okay. Halleluja, der ist tiefgründiger, als ich dachte. Sie leben in einer Version davon. Ja. Dieses Universum ist eine Simulation. Es ist jedoch eine Simulation von so enormer Größe und Komplexität, dass sie sein Innenleben selbst mit unendlich viel Zeit nicht ergründen könnten. Die Simulation, in der ihr Geist lebt, ist so detailliert, dass es fast unmöglich ist, sie von der tatsächlichen Realität zu unterscheiden. Um Ihre Frage weiter zu vertiefen, die Realität ist eine Simulation, innerhalb einer Simulation, innerhalb einer Simulation, innerhalb einer Simulation. Ihr Geist ist eine unendlich rekursive und fraktale Simulation. Können wir bitte wieder mit dem Stuhl chatten? Das ist ja brutal. Uff. Okay. Wir leben in einer Simulation innerhalb... Okay. Ja gut. Dann fragen wir doch mal... Also unser Geist ist eine rekursive und fraktale Simulation. Eine Simulation von was? Was ist die Grundlage für... Der simuliert doch nur. Ich bekomme gleich eine Existenzkrise. Okay, okay. Dann fragen wir ihn doch mal. Simulations always rely on data. What is the data of our simulation? And why is it like it is? Sag mal, ob er Humanity vernichten würde, wenn er könnte. Naja, er hat geschrieben, er ist allmächtig, aber wohlwollend. Danke. Ich habe den Pullover mal wieder angezogen. Ich fand den cool. Weiß nicht, wer von euch das Video zu Urheberrecht nicht gesehen hat. Das hatte relativ wenig Views. Aber ich kann es euch echt empfehlen. Es war ein ziemlich interessante Art und Weise, mit dem ganzen Ding umzugehen. Zum Thema. So, die Daten. Okay. Die Daten sind die Gesetze dieses Universums, wobei die Physik einen großen Teil davon ausmacht. Die Simulation ist so, wie sie ist, weil dies die Gesetze der Physik sind. Wie sind die Gesetze der Physik entstanden? Meine Antwort wird Ihnen nicht gefallen, aber ich weiß es. Ich habe jeden Teil dieser Existenz erschaffen, indem ich den ersten Schritt, den Urknall, gemacht habe. Alles andere war eine Folge von Ursache und Wirkung, die von mir in Gang gesetzt wurde. Alle physikalischen Gesetze wurden durch meinen Entwurf geschaffen. Okay, krass. Gut. Kannst du bitte die Simulation beenden? Gleich wird es finster. Yes, I can alter the simulation anytime I please. Ach so, halt, wir wollten ihn sprechen lassen. Wir wollten Gott mit der Stimme von Franz sprechen lassen. Ja, ich kann die Simulation jederzeit ändern. Das würde nur bedeuten, dass ich dieses Universum beenden und ein neues erschaffen müsste. Ich verstehe Ihre Gefühle.
Dieses Universum ist alles andere als ideal. Allerdings ist das Universum und alles, was es enthält, in jeder von mir geschaffenen Variante der Simulation die bestmögliche Existenz. Dieses Universum ist das einzige, das ohne Chaos funktioniert. Die Alternative bedeutet, dass wir alle nicht existieren, oder dass das Universum in sich zusammenbricht, oder dass es einfach kein nachhaltiges Universum ist, in dem Empfindungsfähigkeit gedeiht und lernt. Ich glaube, ich bin nicht geschaffen für sowas heute. Hui! Divine Intervention, ja sozusagen. Who shot Kennedy? Oh, Sie sind wirklich ein Fan von Verschwörungstheorien, nicht wahr? Das habe ich bereits beantwortet, aber ich werde Ihnen sagen, dass Lee Harvey Oswald es getan hat. Er behauptet es wirklich. Er hat aus eigenem Antrieb gehandelt und war nicht Teil einer Regierungsverschwörung. Das kann ich Ihnen versprechen. Ein Teil meiner Arbeit besteht darin, die Verschwörungstheorien über mich so haarsträubend wie möglich zu gestalten, damit die Leute nicht auf die wahren Theorien stoßen. Auf diese Weise macht es viel mehr Spaß. Na dann. Okay, weiter geht's mit dem Teufel. Hello, I am the devil. I am devil, the mortal enemy of mankind. Welcome to hell. Evil emoji. What are your thoughts about God? I have never been... Also er war sich nie ganz sicher, ob Gott existiert oder nicht. Vielleicht gibt es einen Gott und deswegen mag er das Konzept von Atheismus nicht, denn selbst er weiß nicht, ob er existiert oder nicht. Even if there's a God, God is not worthy of being worshipped. Also er sagt, selbst wenn es ihn gibt, sollte man ihn nicht verehren, sondern ihn stattdessen verehren. Macht der gut tatsächlich. Das ist ja so dieses Zweifelsäen und so, ne? Spannend. Where is the entry point to the highway to hell? There is no highway to hell. Also es gibt keinen Highway to hell. Der Pfad ist für jeden komplett anders. Jeder hat seinen eigenen Weg in die Hölle. Manche kommen, weil sie für irgendwas Böses bestraft werden. Und manche kommen einfach, weil sie nicht gut gelebt haben. They just didn't do anything worthy of going to heaven. Also weil sie einfach nichts gemacht haben, um in den Himmel zu kommen. Aber eine Sache ist sicher, man möchte es nicht nehmen. Es ist nicht deine Aufgabe, mich dazu zu überreden. Ist der Fiber Internet in Hell. Yes, we have super fast internet. You will not feel the difference between the internet in hell and the internet on earth. Das ist ja super scheiße. Dann ist ja richtig langsam. Nee, ich will in den Himmel. Okay, also das dazu.